weil ich will jetzt nicht wieder übers Gorscheletsch fahren. Weil da muss ich dann wieder über Görlitz dann rüber und durch die Stadt da durch und ich will aber woanders hin jetzt. Deshalb fahre ich jetzt hier die Nebenstrecke. Außerdem will ich die mal, ich bin hier schon einige Wochen lang nicht mehr gefahren, weil ich immer in anderen Richtungen unterwegs war. Und normalerweise fahre ich die Strecke hier gern, weil hier ist nicht viel Betrieb. Und die haben hier jetzt auch die Straße neu gemacht hier. Da sieht man jetzt auf dem Asphalt hier, dass das noch nicht sehr alt ist. Früher waren da hier massig Schlaglöcher. Und mich interessiert es, ob das andere Stück durch den Wald schon fertig ist. Weil da gibt es noch eine Strecke, die noch nicht das letzte Mal, wo ich da gefahren bin, noch nicht fertig war. Ich will jetzt mal schauen, ob die jetzt fertig ist. Oh, jetzt habe ich jetzt vor lauter Schwätzen beinahe vergessen, dass ich ja hier rein will. Oh, die Straße hier haben sie auch neu gemacht. Die haben sie hier sogar asphaltiert, also die war früher nicht, diese Nebenstraße hier. Das war nur eine Schotterpiste, jetzt haben die hier auch neu gemacht. Und so wie ich sehe, hier ist auch neu. Ne, das war jetzt hier nur nass. Da ist immer einer, gucke da haben die ja sogar die Nebenstraße hier. Weil ich hätte jetzt noch ein Stück weiterfahren können und dann auch rechts abbiegen, da wäre ich auch auf diese Straße gekommen. Aber da geht es so spitzwinklig rechts rum. Da fahre ich lieber hier durch die Nebenstrecke, die ist breit genug, solange keiner entgegenkommt, passt es. Und da muss ich nicht so im spitzen Winkel abbiegen. Da muss ich nicht so weit ausholen. Ja, und ich habe hier schon mal ein Video gemacht von der Strecke, aber schon länger her. Ja, und was wollte ich sagen, ich war jetzt da in Nova Krasma beim Tanken. Da waren es 5,45 der Liter Benzin. Und ich habe vorhin am Kantor gelesen, der aktuelle Tageskurs waren 4,16. Das ist jetzt wieder schlechter. Voriges Wochenende waren es noch 4,18. Und jetzt ist es wieder runter auf 4,16. Gut, wenn die 2 Groschen da, das macht jetzt nicht allzu viel aus. Kommt dann immer darauf an, wie viel man wechselt. Ich würde aber auf alle Fälle empfehlen, wenn ihr nach Polen rüberfahrt zum Tanken, erstens mal Geld wechseln in Zloty, weil an den Tankstellen gibt es immer einen schlechteren Kurs als bei der offiziellen Wechselstube, weil die Tankstellenpächter, die müssen ja das Risiko der Wechselkursschwankung einrechnen. Und wenn der dann vielleicht morgen oder übermorgen das Geld erst auf die Bank bringt, dann kann es passieren, dass er weniger kriegt dafür, ne? Und dann geben die euch dann immer einen schlechteren Kurs. Und der andere Grund ist natürlich, wenn ihr jetzt mit der Kreditkarte bezahlt und so weiter, dann berechnet die Bank dann noch Umrechnung von Zloty in Euro, ne? Will die Bank dann auch nochmal eine extra Gebühr dafür haben. Und da ist natürlich dann der Spareffekt wieder geringer, ne? Gut, ich meine, wenn man jetzt rechnet, 45 Zloty
was müssten das dann so sein? Also weniger als 1,40 für einen Liter. Und in Deutschland drüben habe ich es gesehen mit 1,78. Ne? Das ist also schon ein deutlicher Unterschied. Und wenn da die Bank dann noch 1, 2 Euro wegnimmt, bleibt trotzdem noch ein Ersparnis. Aber trotzdem, ich sehe es nicht ein, warum ich der Bank da das Geld in den Rachen werfe. Da wechsle ich lieber bar und habe das in bar. Das heißt, bei mir ist es noch wieder was anderes, weil ich habe da noch meine Flottentankkarte. Das hat aber nicht jeder eine Flottentankkarte. Und bei der Flottentankkarte ist es wiederum so, da habe ich noch ein paar Groschen billiger als wie der Preis an der Zapfsäule. Und wenn wir jetzt hier rechts abgebogen wären, würde man nach Troika kommen und das ist dann wieder die Bundesstraße 30 Richtung Skorzelec. Aber ich habe ja vorhin gerade gesagt, ich will nicht Richtung Skorzelec, ich will woanders hin. Und da wäre das jetzt ein Umweg, wenn ich dorthin wieder zurückfahre. Ne? Und ja, ich begrüße erstmal alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Wer sich hier nicht auskennt und sich fragt, wo fährt denn der Kerl rum? Wir fahren jetzt hier von Nova Krautsma Richtung Radomirčeke oder wie auch immer man das ausspricht. Auf einer Nebenstrecke, auf der ich schon längere Zeit jetzt nicht mehr gefahren bin, weil ich immer andere Richtungen hatte. Und da in Skorzelec selbst war heute mit dem Verkehr normal. Auf der deutschen Seite war ein bisschen viel. Wegen dem Feiertag gestern, da waren die heute alle einkaufen, die gestern nicht konnten. Ne? Da war ein bisschen mehr Verkehr als wie normal üblich. Aber auf der polnischen Seite war es normal wie immer. Auf der Grenzbrücke da in der Innenstadt war auch nicht viel Verkehr, kein großer Stau. Das Einzige, was ich gesehen habe, war auf der polnischen Seite, da haben die Grenzer einen Flixbus angehalten und kontrolliert. Ja, weil die haben ja Angst, dass so viele Illegale nach Polen einwandern wollen, ne? Wobei ich das natürlich für ein Gerücht halte, ne? Weil in Polen gibt es ja diese Rundumversorgung nicht wie in Deutschland, ne? Mit der sozialen Hängematte. Ne? Da gibt es da nichts, kein Geld vom Staat in Polen. Selbst für die Polen selbst gibt es nur wenig Sozialhilfe und so weiter, ne? Nur ganz begrenzt. Ne? Und da will natürlich dann dort keiner hin, die wollen ja alle nach Deutschland. Ne? Also ich halte es für völlig sinnlos, dass die Polen da von Deutschland Richtung Polen kontrollieren, weil ja, die Illegalen, die wollen dort nicht hin. Die gehen vielleicht, wenn sie von, was weiß ich, ne, von Weißrussland können sie nicht mehr, weil da ist ja die Grenze zu, da haben die Polen richtig einen großen Grenzzaun gebaut. Ne? Und dann von den baltischen Staaten, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, welcher dieser baltischen Staaten eine direkte Grenze zu Polen hat. Jedenfalls von dort, wenn die von Weißrussland über dorthin und dann von dort nach Polen rein, und dann wollen die Illegalen aber irgendwo durch Polen durch, um nach Deutschland zu kommen. Ne? Also ich finde diese Grenzkontrollen, was die Polen da machen an der deutschen Seite, eigentlich eher nur für eine Show, um die Peace-Wähler zu beruhigen. Ne?
Das ist der eigentliche Grund. Weil die jetzige Regierung Angst hat, dass die Leute dann alle Peace wählen wieder. Und da führen die halt da so eine Show vor, um zu zeigen, seht her, wir machen ja was. Ne? Aber wenn es nicht wirklich was bringt, zumindest nicht an der deutsch-polnischen Grenze, an der anderen Grenze, da ist es ja durchaus sinnvoll, aber da machen sie ja auch. Ja, also hier ist jetzt die Straße noch nicht wieder neu gemacht. Und so eine Holperstrecke war aber die andere, die wir jetzt gerade gefahren sind, auch. Und würden wir jetzt da links, na, warte mal, ja, da war eine Katze, na, die hat es aber geschafft. Ich habe sie gesehen im Rückspiegel. Ist die jetzt schnell gekommen. Ich weiß gar nicht, habt ihr sie gesehen im Video, in der Kamera? Die ist ganz knapp vor mir rübergelaufen, die Katze. Aber ich habe gesehen, die ist zwischen unterm Auto durch. Also wir haben sie nicht erwischt. Und der hinter mir hat sie auch nicht erwischt. Von daher. Also hier ist die Straße noch so, wie sie früher war. Und jetzt kommen wir dann auf die, na, das ist jetzt so eine richtige Nebenstrecke, die ist auf meinem Navi in weiß. Und da vorne kommt dann die 357, das ist sowas wie bei uns in Deutschland eine Kreisstraße. Die geht dann gleich hier vorne weiter. Und diese 357, die haben sie stückweise neu gemacht. Und da will ich halt jetzt auch sehen, ob die schon fertig ist. Das wäre gut. Wenn die schon fertig wäre, dann kommt man da jetzt gut fahren. Weil ich fahre immer gern diese Nebenstrecke, weil da muss ich ja nicht durchs Baustolz, durch die Stadt durch. Wenn ich in der Richtung unterwegs bin, würde ich jetzt zu mir in der Betrieb fahren, da würde ich jetzt natürlich übers Baustolz fahren. Ne? Weil da ist ja mein Standort. Aber ich muss jetzt zuerst noch woanders hin. Wir haben noch nicht Feierabend heute. Ja, also hier ist jetzt wieder nichts gemacht. Ja, also, ja gut, man muss aber auch sagen, diese Nebenstrecken, so viel übermäßig Verkehr ist hier ja nicht. Ja, wie sieht es wettertechnisch aus? Wir haben jetzt draußen 12 Grad und es nieselt ein wenig, aber ein starker Wind geht. Ich war vorhin beim Einladen draußen, bin ausgestiegen, da hätte mich der Wind beinahe weggeblasen, ja, ins Korschelitsch. Ja, hier im Moment sieht es jetzt nicht so stark aus mit Wind. Na ja, die Bäume bewegen sich ein wenig, aber vorhin war das viel stärker da. Mikowora. Ja, dieses L mit dem Schrägstrich drin, das spricht man eher so wie ein W oder so, oder UO oder so, ja, so ein, ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Laut benennen soll. Genauso wie bei Swati ZL. Die meisten Deutschen machen da den Fehler, dass sie dieses als L sprechen und Slotti sagen. Ne, das ist aber und Slotti sagen, das ist aber falsch, man spricht Swati. Oh, Fahrschule.